Stellen Sie sich vor, Sie lauschen einer ganz wunderbaren Musik. Sie ist himmlisch, Ihnen kommen geradezu die Tränen, so gerührt sind Sie. Doch dann ändert sich das Stück und es endet in einem 30-sekündigen Crescendo aus Schleifmaschine und Kreide auf Schiefertafel. Das war's mit dem Vergnügen. Was bleibt nun in Ihrer Erinnerung davon übrig? 59,5 traumhafte Minuten voller Genuss und Entzücken? Oder 30 Sekunden Gehörtrauma? Wie werden Sie sich später daran erinnern? Und wie würde sich Ihre Erinnerung gestalten, wenn der Hörterror gleich zu Beginn eingesetzt hätte und sich anschließend in vollendeten Genuss phänomenaler Musik verwandelt hätte? Das Ende setzt sich durch, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zumindest. Vielleicht denken Sie, das Ende hat alles kaputt gemacht. Oder wenn sich im umgekehrten Fall nach einer schlimmen Erfahrung das Ende als überraschend positiv erweist, denken Sie dann, das Ende hat's aber rausgerissen? Werfen wir heute mal einen Blick darauf, welche Blütenessenzen das Ende unserer persönlichen Geschichte rausreißen können. Das scheint eine ziemlich allgemeingültige menschliche Bewertung zu sein. Ende gut, alles gut. Warum sollten wir die "Der Schluss entscheidet über die Bewertung" Regel nicht zum eigenen Vorteil nutzen? Was wäre beispielsweise, wenn die Zahnarztbehandlung voller Anspannung, Schmerz und unangenehmer Begleitgeräusche und Schweißausbrüche sich plötzlich zum Guten wendete? Die Behandlung mit dem Ende des Bohrgeräusches zwar noch weiter ginge, sich aber in etwas verwandelte, das es für Sie wieder rausreißt. Was, wenn Sie, vielleicht auch nur für kurze Zeit, sagen wir 30 Sekunden, überginge in ein angenehmes Massieren zur Entkrampfung der Kaumuskulatur? Vielleicht mit einem duftenden Massageöl und begleitet von beruhigenden Klängen. Würde das die grauenvolle Erfahrung in eine erträgliche verwandeln? Wenigstens in der Erinnerung? Man lenkte zum Schluss eines Erlebnisses die Aufmerksamkeit auf etwas Positives und das nähme ihr rückwirkend wenigstens einen Teil des Schmerzes, den man zuvor erlitten hatte. Würde das wohl hinhauen? Wir berücksichtigen diese Regel doch schon, trinken nach 16 Uhr keinen Kaffee mehr, um besser schlafen zu können und sorgen vorbeugend für ein gutes Ende, in diesem Falle des Tages. Also warum nicht immer daran denken, schwierige Situationen mit der Integration einer sinnlich positiv wahrnehmbaren Erfahrung abzuschließen? Machen Eltern mit ihren Kindern doch auch, wenn sie ihnen nach der Spritze ein Eis spendieren. Wenn wir das nicht tun, verbleibt im Gedächtnis die Erinnerung an etwas Folterartiges, Grauenvolles, das es in Zukunft unbedingt zu vermeiden gilt, was das Risiko vergrößert, eine Zahnarztphobie zu entwickeln, die schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann. Es gibt also guten Grund, wenigstens mit dem Ende gut, alles gut Prinzip zu experimentieren, zumal es auch noch wunderbar mit den Funktionen unseres Gedächtnisses kooperiert und unser persönliches Wachstum unterstützt. Denn das Gedächtnis besitzt Eigenarten, die bis jetzt noch nicht ganz im Allgemeinwissen etabliert sind. Früher dachte man, die signalgebenden Nervenzellen verbinden sich durch Eiweiße, die in den synaptischen Spalt zwischen den kommunizierenden Neuronen abgegeben werden und diese dann miteinander verbinden. Damit wäre dann die Nachricht markiert, kodiert und verankert und könnte später sozusagen auf Knopfdruck abgerufen werden.
Da nächtliche Aufräumarbeiten der Gliazellen im Hirn dafür sorgen, dass Proteine wieder beseitigt werden, bleiben letztendlich nur solche Erinnerungen haften, die besonders wichtig und intensiv erlebt wurden oder häufig wiederholt wurden. Kleinigkeiten und Unwichtiges wird entsorgt. So kann ich mich heute noch genau an den Tag erinnern, an dem ich mein erstes Fahrrad bekam, aber nicht mehr, welche Schuhe ich damals trug. Während sich meine Geschwister vermutlich überhaupt nicht mehr daran erinnern werden können, weil es für sie einfach nicht relevant oder wichtig war. Versuche mit Tieren, was soll man sagen, immer wieder sind es die Tiere, deren Leiden uns neue Erkenntnisse liefern. Versuche mit Tieren also förderten zutage, dass es sich lohnt, nochmal genauer hinzuschauen, wie der Kopf Erinnerungen abspeichert. Zwar stimmt es natürlich, dass Nervenzellen Proteine produzieren und abgeben, aber sie tun das immer, auch wenn die Information zuvor bereits durch ein Eiweiß festgehalten wurde. Das heißt, die Bildung der Erinnerung ist mit dem Ende des ursprünglichen Ereignisses nicht abgeschlossen. Es werden ja neue Eiweiße gebildet. Der Gedanke, dass Eindrücke und Erlebnisse durch Stoffe im Gedächtnis stabilisiert werden, bezieht sich offensichtlich zunächst einmal auf Faktenwissen. Seitdem ich zum ersten Mal hörte, dass sich der Eiffelturm in Paris befindet, steht diese Tatsache für mich fest. Jedes Mal, wenn ich an ihn dachte, zum Beispiel weil er auf einer Postkarte abgebildet war, in einem Film vorkam oder ich ihn mit eigenen Augen sah, stand er in Paris. Anders aber verhält es sich mit veränderlichen Tatsachen, wie die Tierversuche mit den Ratten zutage förderten. Denen hatte man einen Klang vorgespielt und ihnen daraufhin Elektroschocks verpasst. Klassische Konditionierung. Schon der Klang löste anschließend eine Angstreaktion aus. Dann injizierte man ihnen ein Medikament, das die Bildung neuer Proteine unterdrückte und somit auch die Bildung neuer Erinnerungen, so dachte man zumindest, und erwartete, dass sich die Ratten trotzdem ängstigen würden. Schließlich sollten ja die Eiweiße vom letzten Mal noch wirken. Tatsächlich aber hatten die Ratten den Elektroschock vergessen und der Klang löste trotz der vorherigen Verknüpfung mit dem Schmerz keine Angst aus. Das Paradox liegt nicht darin, dass eine bestehende Erinnerung nicht überschrieben wird, um sie zu erhalten, sondern sich gerade dadurch verflüchtigt, dass sie nicht überschrieben wird. Wenn wir also an eine beängstigende Situation denken, bilden wir neue Eiweiße, die diese im Gedächtnis am Leben erhalten und bestärken. Vielleicht neigen wir deshalb dazu, Unangenehmes zu verdrängen oder einfach nicht darüber nachzudenken, in der vergeblichen Hoffnung, es dadurch zum Verschwinden zu bringen. Aber leider verschwindet es dann nur aus dem Bewusstsein und nicht aus unserer Biografie. Heilen ist besser als ignorieren. Das Gedächtnis für Ereignisse und Emotionen scheint somit instabil und veränderbar. Natürlich wird es dadurch unzuverlässig, weil der Zeuge des Überfalls am einen Tag behauptet, der Täter habe schwarze Schuhe getragen, um am nächsten Tag zu sagen, es seien weiße Sneaker gewesen, was die Arbeit der Polizei natürlich nicht gerade leichter macht. Andererseits aber verhilft es uns zu Flexibilität, da die Vergangenheit, zumindest in unserem Erleben, veränderlich bleibt. Oder, um alles bisher Gesagte kurz zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen, Dinge, die für uns schlecht abliefen, können durch die Veränderbarkeit der Erinnerung einen positiven Dreh bekommen und dadurch ihre einschränkende Wirkung auf die Gegenwart verlieren.
Das heißt, selbst unsere bekannten Automatismen des immer wenn dies geschieht, folgt automatisch jene Reaktion, kann man in etwas Positives verwandeln. Verhaltensmuster müssen uns das Leben nicht mehr vergällen, denn sie können sich ändern. Immer wenn mein Nachbar seinen Rasen mäht, muss mich der Lärm ärgern. Immer wenn mich mein Chef so schräg anschaut, muss ich mich klein und wertlos fühlen. Immer wenn ich mich mit meinem Partner oder meiner Partnerin streite, muss ich anschließend Frust essen. All das ist nicht in Stein gemeißelt. Und hier kommen nun Blütenessenzen ins Spiel, die uns zu einer Chance auf neue, hilfreiche und positive Verhaltensmuster verhelfen, besonders wenn wir zugleich unseren Erinnerungen neue, positive Aspekte hinzufügen. In Fantasiereisen gehen wir zuweilen in die Vergangenheit, um schmerzhafte Erlebnisse aus einer neuen Perspektive zu betrachten, nämlich einer der Sicherheit und der Unterstützung durch einen Begleiter in einer geschützten Umgebung. Zum Beispiel kann man dann sein jüngeres Ich fragen, was es in einer problematischen Situation nötig gehabt hätte. Manchmal ist es Humor, manchmal ist es Wärme, manchmal ist es Liebe. Doch was immer das frühere Ich sagt, es nimmt der schwierigen Situation einen Teil der emotionalen Belastung, wenn wir es ihm geben, und ermöglicht so den Ausstieg aus der Angst oder der Wut oder der Hoffnungslosigkeit. Dies Wissen prägt dann die Erinnerung und kann in die Gegenwart mit zurückgenommen werden. Denn wir erinnern uns ja nicht an das originale Ereignis, sondern an unsere letzte Erinnerung daran. Dafür sorgen die modifizierenden hinzugefügten Eiweiße. Kenner der Bachblüten wissen vermutlich schon längst, worauf ich hinaus will: die Kastanienessenzen, deren Wirkung man verstärken kann, wenn man ihnen Ende gut, alles gut Essenzen hinzufügt. Aber lassen Sie mich zunächst kurz die Kastanien selbst vorstellen. Da wäre die weiße Kastanie, Aesculus hippocastanum. Diese Blüte markiert Edward Bachs nie explizit formulierten, aber doch stattgefundenen Wandel von den Persönlichkeits- zu den Situationsmitteln. Er dachte ja zunächst, dass jeder quasi von Geburt an eine Konstitutionsblüte besitzt, und wenn man die einmal bestimmt hätte, würde sie der entsprechenden Person ein Leben lang helfen. Das entspricht ein wenig den Eigenschaften der Totemblüten im Schamanismus, wenngleich mir unbekannt ist, ob Edward Bach davon eine Ahnung hatte. Aber da geht es ja auch mehr um spirituelle Aspekte, während es Bach, der von der Schulmedizin kam, mehr um gesundheitliche ging. Aber wie dem auch sei, er wandte sich mit seiner Bachblütentherapie von den Typenmitteln ein wenig ab und den von ihm als Situationsmittel bezeichneten Blüten zu denen er dann später eigentlich alle zählte. Auf die Kastanienblüten trifft das aber in besonderem Maße zu. Bei der weißen Kastanie geht es um sich wiederholende, kreisende Gedankenmuster. Und wer kennt das nicht? Warum reagiert mein Freund so ungehalten? Habe ich etwas Falsches gesagt? Das ist ja keiner, der auf der roten Liste gefährdeter Gedanken zu finden ist. Und viele von uns kennen sicher dieses Phänomen, dass sich solche Gedanken wie ein Ohrwurm nicht mehr aus dem Kopf herausbekommen lassen. Das beschränkt sich nun wirklich nicht auf einen bestimmten Menschentyp. Und es spielt auch überhaupt keine Rolle, ob es sich dabei um etwas Wichtiges oder etwas Belangloses handelt. Die Gedanken kreisen, und je stärker man sich darum bemüht, sie loszuwerden, desto hartnäckiger behaupten sie ihr Dasein. Genau dafür ist die Essenz der weißen Kastanie: abschalten, sich beruhigen, inneren Frieden finden.
Das Pendant dazu im Bereich der Verhaltensmuster statt der Gedankenmuster ist die Knospenessenz derselben Pflanze, also die Kastanienknospe, Chestnut Bud auf Englisch. Die hilft einem aus den ausgetretenen Spuren sich wiederholender Muster des erwähnten Immer-wenn-dann. Irgendetwas hindert mich daran, aus meinen Fehlern zu lernen, Konsequenzen daraus zu ziehen und mein Verhalten zu ändern. Ich rutsche gegen meinen Willen immer wieder in das alte Muster zurück. Ich entscheide mich für Essen, das mir nicht gut tut, Jobs, an denen ich gemobbt werde oder Partner, die nicht zu mir passen. Dann schwöre ich nie wieder und mache es gleich nochmal. Kastanienknospe hilft, solche Muster zu unterbrechen und gibt einem die Freiheit, sich neu zu entscheiden und tatsächlich auch anders zu verhalten. Manchmal braucht es für die Durchsetzung dieser Entscheidung aber der Hilfe der Walnussblüte. Noch eine Bachblüte, heißt auf Englisch Walnut. Die dritte im Bunde ist die nah verwandte rotblühende Kastanie Aesculus carnea. Der wesentliche Unterschied zur weißblühenden ist die emotionale Ladung der sich wiederholenden Gedanken. Die Essenz der roten Kastanie lindert Angst und Sorgen um Menschen, die einem nahestehen. Wenn man keine Ruhe findet, bis das Kind aus der Schule zurück ist, oder das Flugzeug, das die geliebte Person bringen soll, endlich heil gelandet ist. Also Dinge, auf die man selbst keinen Einfluss hat. Auch die Wiederholung der sorgenvollen Gedanken kann uns nicht ermächtigen, etwas zu tun, das die anderen aus der vermeintlichen Gefahr befreit, die zudem meistens nicht einmal besteht. Man quält sich nur selbst. Das ist das Einzige, was dieses Gedankenmuster bewirkt. Kann man abschalten. Wozu haben wir die rote Kastanie? Alle 3 Kastanien sind auch als Kombination Kastanientrio erhältlich. Wenn man sich darin wiedererkennt und denkt, gemeinsam sind sie stärker als meine innere Neigung, alles endlos wiederholen zu müssen. Die Tüpfelchen auf das Ü setzen dann allerdings 2 ganz andere Pflanzen, denn es geht ja hier nicht darum, dem Leiden ein Ende zu setzen. Das erledigen Blüten wie doldiger Milchstern oder schmalblättriges Weidenröschen, sondern vielmehr ihm ein positives Ende hinzuzufügen, um seine Auswirkungen im späteren Leben zu mildern und zu lindern. Da wäre zunächst die Mandelblüte, die einem die innere Kraft gibt, sich selbst zu befreien. Natürlich können wir darauf warten, dass jemand kommt, um uns aus dem Elend zu helfen. Aber wenn er nicht kommt oder wenn er sich viel Zeit lässt, wäre es dann nicht eine gute Idee, zunächst einmal die eigenen inneren Ressourcen zu erkunden und zu schauen, was man selbst so noch in petto hat. Dabei kann uns die Mandel unterstützen. Sie hilft, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, selbst zu entscheiden, was man tun und wohin man sich bewegen will. Mandel lässt erkennen, was gut für einen ist und die inneren Kräfte bündeln, dies kraftvoll anzustreben. Den Abschluss bildet dann die Kirschblüte. Das ist ein wirklicher Joker in der Blütentherapie, der Fröhlichmacher, der uns eine positive Zukunft schmackhaft macht, der die Gegenwart weniger schwer nehmen lässt und die Zukunft verlockend erscheinen lässt. Heute noch einsam und allein? Wer sagt eigentlich, dass die Liebe nicht schon direkt um die Ecke auf einen wartet? Warum nicht einfach mal nachschauen und sich nicht von einer missmutigen, selbstmitleidigen, herunterziehenden inneren Stimme davon abhalten lassen? Was haben wir zu verlieren? Schlecht ist es doch schon. Es kann also nur besser werden. Die Kastanien, die Mandel und die Kirsche können unserem Leben einen ganz neuen Dreh